Er hat gekündigt und das Priesteramt abgelegt. Er will noch heute die Insel verlassen. Heute? Ich möchte, dass wir wieder eine richtige Familie sind. Nur wir drei. Ich muss los. Mir reicht es auch. Mein Vater hätte schon längst was gegen diesen Dreckskerl von Vergewaltiger unternommen. Deine kleine Schwester geht gerade kaputt. Und Tristan wandert ins Gefängnis. Was für eine Scheiße zieht die hier ab? Ich möchte eine Anzeige machen. Ich bin vergewaltigt worden. Bitte geh nicht. Julia, bitte. Es war deine Entscheidung. Manchmal weiß man erst im letzten Moment, ob die Entscheidung richtig ist oder falsch. Und warum? Warum soll ich jetzt hier bleiben? Weil ich dich liebe. Ich hoffe nur, dass Marlene das verkraftet. Sebastian wird Anzeige erstatten und dann schleifen sie Marlene vor Gericht. Als Zeugin von ihrer eigenen Vergewaltigung. Aber da muss sie jetzt durch. Klar wird es hart für Marlene. Aber Tristan sitzt in U-Haft, weil er sie rächen wollte. Und ihre Aussage könnte ihm verdammt noch mal den Arsch retten. Was geht dieser Kerl auch mit dem Säbel auf ihn los? Sowas erledigt man doch mit Fäusten. Thomas? Ja. Von eurer Familie sitzt doch ständig einer unschuldig in Untersuchungshaft. Habt ihr eigentlich mittlerweile eine Sippenzelle? Ich kann ja mal einen Antrag einreichen. Also Marlene kommt gleich zurück. Ich möchte nicht, dass sie umzieht. Ich habe gerade Alexander Reinsberg angezeigt. Und ich hätte das schon viel früher tun sollen. Langweilig, langweilig. Gott. Verdammt noch mal nicht jetzt. Blöde Idioten. Wer ist ein Idiot? Hey. Jeder, der den kostbaren Schlaf meiner Tochter stört, natürlich. Ich wusste nicht, ob es dich stört, wenn ich hier bin, aber Ludwig meint, es ist okay. Na klar. Solange du nicht an meine Zigarren gehst. Okay, du darfst auch an die Zigarren. Im Grunde genommen, alles, was du hier siehst, gehört auch dir. Was ist denn los, Kim? Ärger mit den Wolfs? Die Zeit, in der du weg warst, die war einfach der Horror. Kim, egal was war, wir kriegen das zusammen hin. Das schaffst nicht mal du. Mal, hat dir irgendjemand was getan? Nein. Was denn? Du kannst mir alles sagen. Marlene. Sie wurde vergewaltigt. Hey. Sag mal, wer war denn das? Neue Küchenhilfe. Monsignor Matteo sucht dringend Ersatz für Emilio. Emilio kann man nicht ersetzen. Mit dem geht's bestimmt gut. Der hat mittlerweile bestimmt das Festland erreicht. Ohne deinen genialen Fluchtplan hätte man ihn schon längst nach Caracas abgeschoben. Du sag mal, warum heiratest du nicht einfach? Dann hat er eine Aufenthaltsgenehmigung und nie wieder Probleme. Ich glaube nicht, dass er mich noch will. Er hat Schluss gemacht. Willst du wissen, wieso? Er glaubt, dass ich immer noch in dich verliebt bin. Ach Quatsch, wir sind da verwandt. Der war bestimmt einfach nur eifersüchtig. Hat er denn einen Grund dazu? Nö.
Das zwischen uns ist doch vorbei, das wusste er doch. Vielleicht ist Emilio einfach feinfühliger, als du denkst. Willst du eine Cola? Ich habe ein bisschen Durst. Wir sind innovativ, provokativ und trotzdem elegant. Unsere Gegner werden uns hassen. Oh, wenn das mal kein Kompliment war. Wir nutzen die miese Presse als Kampagne. Wir sind die Bösen. Kein Wunder, dass du nicht drauf gekommen bist. Sie können bei Linie Clarisse Lahnstein ganz groß rauskommen, meine Liebe. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Sie bekommen die Änderung noch heute Abend. Was? Kaum bin ich weg, stellst du hinter meinem Rücken eine alte Liebschaft von dir ein. Sonja ist eine alte Schulfreundin und ich habe auch nicht vor, mich zum Fest der Liebe mit dir übers Geschäft zu streiten, obwohl ich deine Eifersucht ganz reizend finde. Ich bin nicht eifersüchtig. Mama! Hannes! Oh. Hey, mein Süßer, du bist hier schon. Na? Ja, Kurt, ne? Der hat Stoff gegeben. Der hat alles aus der alten Mühle rausgeholt. Hey, Sepp. Ey, Kurzer. Yes. Ach, Kurt. Glauben Sie eigentlich nach wie vor, dass diese Idee mit, Sie wissen schon, dass das eine gute Idee ist? Weihnachten sind alle Kinder gleich. Ich mache das jedes Jahr. Der Junge hat sich immer gefreut. Schau mal, Hannes. Hier will dir noch jemand Hallo sagen. Emma, die sieht mal ganz schön schrumpelig aus. Groß ist er geworden. Jo. Leo, ich hab da noch was für dich. Ein Video von den Rips? Nee, viel besser. News von Emilio. Wo ist er denn gerade? Der ist gerade irgendwo in Barcelona bei einem Freund. Und morgen will er weitertrampen. Wahrscheinlich erst mal nach Frankreich. Da kennt er ein paar Leute aus Caracas. Ich hoffe, das klappt mit meinem Pass und der Perücke. Na, und geht's ihm gut? Ja. Der hat wohl bei der Überfahrt ein bisschen gereiert, unsere kleine Landratte. Was schreibt er sonst? Dass du dir wegen ihm keine Sorgen machen sollst. Und sobald du dein erstes Album rausgebracht hast, wird er dein Manager. Ah, sehr witzig. Und was schreibt er wirklich? Leo, das ist privat, wirklich. Ja. Ich weiß, du hast nicht wie Grütze unter der Mütze, Blondie, aber kratz wenigstens den letzten Rest zusammen und schnapp dir endlich Leo. Scheiß auf die Verwandtschaft. Bei der Cousine würde jeder eine Ausnahme machen. Das sieht man vielleicht in Caracas so. Aber man weiß auch, was dabei herauskommt. Es kommt mir nicht mit ein Dorf ein Gesicht. Den Spruch hatten wir schon. Leo, ey, für mich ist es doch auch nicht leicht. Das ist mir scheißegal. Es geht hier nicht nur um dich. Eben. Wir. Und wir sind eine Familie. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was meine Eltern oder Oma und Opa oder dein Vater dazu sagen würden? Klar, die anderen. Was die anderen Leute sagen. Du hast echt null Arsch in der Hose. Wo willst du jetzt hin? Meld dich doch mal bei diesen komischen Menschen, bei denen du noch wohnst. Die heißen Familie oder so. Ich glaube, die machen sich ein bisschen Sorgen um dich. Sollen wir noch zum Abendessen bleiben? Mama wollte extra noch einkaufen. Ich rufe Mama an und sage ihr Bescheid. Mach bloß, dass ihr wegkommt. Marlene ist es gar nicht recht, wenn wir alle um sie rumscharwenzeln. Außerdem willst du deinen Geburtstag ja vielleicht auch noch anders verbringen. Ach, hallo. Tristan. Du bist raus aus der U-Haft. Dabei hatte ich mich gerade häuslich eingerichtet. Hey, wenn du willst, vielleicht nehmen sie dich ja zurück. Marlenes Anzeige hat die Beweislage zu meinen Gunsten verändert. Es war auf jeden Fall richtig, dass sie diesen Schritt getan hat. Hey, Das ist ja unglaublich. Ich bin total froh, dass du wieder draußen bist. das habe ich dir zu verdanken. Bist du sicher, dass du das auch durchziehen willst? Was macht denn ihr beide noch hier?
Solltet ihr nicht deinen Geburtstag feiern? Ja, aber wir wollten... Na los, geh mit dir tanzen. Und wenn du dich nicht beißt, dann musst du deinen Hut aufsetzen. Oh, okay, bin schon weg. Kommissar Helmke? Eine zweite Befragung, aber ich dachte, wir hätten alles geklärt. Ist das wirklich... Tristan von Lahnstein hier. Für alle weiteren Befragungen kommen Sie bitte nach Schloss Königsbrunn. Dort finden Sie auch den Anwalt von Gräfin von Lahnstein. Danke, wiederhören. Also, geh doch. Ich werde nicht zulassen, dass du da alleine durch musst. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Keiner tut was. Ja, außer dir offensichtlich. Und Tristan. Er wollte diesen Alexander fertig machen und dafür haben sie ihn eingelocht. Hast du die Glanz und Gloria gelesen? Adeliger Psychopath läuft amok. Er hat das nur für Marlene getan. Normalerweise haben wir immer zusammengehalten. Wenn irgendwas war, haben alle geholfen. Naja. Es ist ja nur noch einiges passiert in letzter Zeit bei euch in der Familie. Meine Eltern lassen sich wahrscheinlich scheiden. Und meine Schwestern spannen sich gegenseitig die Kerle aus. Bitte sehr. Danke, aber eigentlich mag ich lieber Kaffee. Das läuft hier nicht unter Heißgetränk, sondern unter Medizin. Und? Wirkt's? Geht so. Ja, also ich meine, wenn du es gar nicht magst, Du bist nun wirklich zu alt für sowas. Papa! Hey! Ich bin... Na, das ist ja auch nicht zu überhören. Oh, du darfst mich nicht erwürgen, sonst kann ich dich nicht deiner neuen Schwester vorstellen. Schau mal. So, das ist Kim. Kim, das ist Hannes. Hi. Selber hi. Hey, das ist meiner. Du bist schon wirklich zu alt für sowas. Sebastian, gut, dass du gleich Zeit hattest. Gut, dass ihr dieses lächerliche Versteckspiel endlich aufgegeben habt. Sie haben nichts gesagt, weil ich Sie darum gebeten habe. Es ist alles meine Schuld. Niemand macht dir einen Vorwurf, Marlene. Eins muss doch klar sein, das war das allerletzte Mal. Von mir aus belügt, wen ihr wollt, aber nicht euren Anwalt. Ihr kriegt sonst echt ein Problem. Kannst du das überhaupt? Ich meine, uns beide verteidigen? Ja, natürlich. Das sind doch zwei verschiedene Fälle. Ach ja, hatte ich ganz vergessen. Da unten in der Küche, da wartet jemand auf dich, der dir, glaube ich, gerne mal Hallo sagen würde. Tanja ist zurück? Aber verquatscht euch nicht wieder. Wir haben noch eine Menge zu besprechen, bevor Kommissar Helmke kommt. Sebastian, danke, dass du das übernimmst. Es war absolut richtig, dass sie endlich aussagt. Aber sie wird auch durch die Hölle gehen. Alexanders Anwälte werden jetzt alles versuchen, um ihren Ruf zu zerstören. Das heißt verleumden, hetzen, beleidigen, die ganze Palette. Aber wir kriegen ihn, oder? Der Typ hat sich an Marlene vergriffen. Er ist so gut wie tot. Erzähl mir, wie es dir geht. Du weißt also Bescheid. Hör mal, Marlene. Nur ein Wort von dir. Und ich besorge ein paar fiese Kerle, die schneiden dem Typen sein kleines, verschrumpeltes Y-Chromosom ab. Ich glaube, ich versuch's erst mal auf dem legalen Weg. Du bist zu gut für diese Welt. Ganz ehrlich, Marlene, wenn du es dir irgendwie anders überlegst, sag mir Bescheid.
Das ist Timos Rucksack. Hast du etwas gesehen? Marlene. Ganz schöner Schock, was? Aber ich wusste, dass du hier bist. Mama und Papa haben schon geglaubt, du bist entführt worden. Hannes, mein kleiner Rotzlöffel von Bruder, hat meinen Kakao ausgetrunken und ich wollte mir einen neuen machen. Kein Respekt vor der Privatsphäre des anderen. Ich erkenne da so gewisse Parallelen zwischen euch. Marlene, ich weiß, dass du sauer auf mich bist, weil ich Sebastian alles erzählt habe. Aber ich habe mir solche Sorgen gemacht. Um dich. Um die ganze Familie. Du warst so anders als sonst. Du hast dir nie was von einem Kerl bieten lassen. Selbst Ansgar hatte Schiss vor dir, als du ihn wegen mir so zusammengestaucht hast. Aber nach dieser ganzen Sache, ich habe dich wirklich überhaupt nicht mehr wiedererkannt. Kimi. Ich habe das wirklich nicht mehr ausgehalten. Ich wusste doch einfach nicht, was ich tun soll. Ich würde dir so gerne helfen. Aber du hast mir schon geholfen. Du hast mir gezeigt, dass es so nicht weitergeht. Und nur deshalb bin ich zur Polizei gegangen und habe eine Anzeige gemacht. Ich wusste, dass du es irgendwann schaffst. Marlene, ich bin so stolz auf dich. In seinem Zimmer ist er nicht. Draußen ist er auch nicht. Wie soll ich ihm das erklären, wenn er uns gesehen hat? Ja, nun, jetzt müssen wir erst mal herausfinden, ob er uns wirklich gesehen hat. Hast du ein Handy? Er hat mich weggedrückt. Scheiße. Wo ist der Autoschlüssel? Den habe ich ja vorne gesehen. Ja, dann los. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Papa, ich bin's. Ruf mich bitte dringend zurück, ja? Lassen Sie uns doch bitte noch mal durchgehen, was an diesem Abend passiert ist. Sie und Herr Reinsberg waren im No Limits. Haben Sie da eigentlich Alkohol getrunken? 1 oder 2 Gläser Wein. Außerdem waren Sie noch zusammen auf einer Go-Kart-Bahn und erst später sind Sie dann zu Herrn Reinsberg aufs Hotelzimmer gegangen. Das Hotelpersonal bestätigt, dass Sie sich bereits in der Lobby und im Fahrstuhl geküsst haben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Mit welcher Absicht haben Sie das Hotelzimmer betreten? Meine Mandantin hatte weder einen bewussten noch einen unbewussten Vergewaltigungswunsch, falls Sie darauf anspielen. Ab wann waren die Annäherungen zwischen Herrn Reinsberg und Ihnen nicht mehr einvernehmlich? Auf seinem Zimmer. Das ging auch alles so schnell. Können Sie das noch etwas deutlicher schildern? Er wurde immer zudringlicher. Ich habe mich gewehrt und gesagt, dass ich das nicht will. Ich kann das nicht. Es gibt jemanden anderen. Vergiss ihn. Ich will jetzt gehen, okay? Ich bin so verrückt nach dem. Ich will das nicht. Lass mich los! Hätte man das, ich meine, hätte man das irgendwie missverstehen können? Als Aufforderung zur Vergewaltigung vielleicht. Herr Reinsberg behauptet, der Beischlaf mit Ihnen hätte einvernehmlich stattgefunden. Er lügt. Er hat mich vergewaltigt. Du hast mir weh! Ah! Egal, was ich versucht habe, er war einfach viel stärker als ich. Lass mich los! Oh, du tust mir weh! Alexander, lass mich los! Danach sind Sie dann ins Krankenhaus gegangen. Ja. Ich habe mich aber nicht untersuchen lassen. Danach war es zu spät. Und das hat Frau von Lahnstein bereits alles zu Protokoll gegeben. Wenn Sie keine neuen Fragen haben, dann... Was machen die so lange da drin? Marlene hat der Polizei doch schon alles gesagt. Ich muss zu einer wichtigen Telefonkonferenz. Ach. Bleiben Sie hier.
worauf Sie sich verlassen können. Sie können da jetzt nicht rein. Wie bitte? Das ist mein Haus. Die Polizei ist da drin. Es findet gerade eine Befragung statt. Marlene. Woher? Kim hat mir alles erzählt. Das Ganze nimmt sie sehr mit. Ach, dann ist sie also doch hier. Ich kann sie gerne holen lassen, aber ich glaube, sie braucht ein bisschen Abstand von allem. Platz genug haben Sie ja hier. Tristan von Lahnstein ist in Sie verliebt. Sie wussten, dass Sie ihn verärgern, wenn Sie die Nacht mit einem anderen Mann verbringen. Ich bitte Sie, das sind Spekulationen. Bleiben wir doch bei den Fakten, ja? Gern. Herr von Lahnstein ist Ihr Arbeitgeber. Von seinem Wohlwollen hängt Ihre Karriere ab. Ja, aber was hat das denn damit zu tun? Alexander Reinsberg behauptet, Sie haben die Vergewaltigung nur aus einem Grund erfunden. Damit Tristan von Lahnstein Ihnen aus verletztem Stolz nicht die Karriere ruiniert. Aussage gegen Aussage. Das ist vollkommen normal. Die Beweisaufnahme ist noch lange nicht abgeschlossen. Gut, was haben wir? Wir haben eine Zeugin, die deine Verletzung gesehen hat. Und ich stocher gerade ein bisschen in Alexanders Vergangenheit herum. Entschuldigung. Könnten wir die Beweisaufnahme vielleicht für einen Moment unterbrechen? Natürlich. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast. Danke, das ist lieb von dir. Sollen wir nach Hause gehen? Ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen frische Luft. Dann komm doch mit in den Wald. Wir wollen gerade ein paar Fichten schlagen. Ich wäre jetzt sehr gerne alleine. Gut. Bitte, Papa. Aber du bist sicher, dass du klarkommst? Gut. Oh, nicht so schnell, junges Fräulein. Verrat mir doch noch deinen Weihnachtswunsch. Wozu? Geht ja sowieso nicht in Erfüllung. Wenn du ein braves Mädchen warst, vielleicht schon. Ach, und was ist ein braves Mädchen? Hä? Eine Frau, die keinen eigenen Willen hat? Die sich nicht wehrt und sich alles gefallen lässt? Weißt du, was ich mir wünsche? Was ich mir wirklich wünsche? Eine Welt ohne Lügen, ohne Gewalt und Verbrechen, am besten ohne Menschen. Ja, das wird das Beste sein. Eine Welt ganz ohne Menschen. Schaffst du das, du Weihnachtsmann? Sag mal, wenn dein Papa und deine Schwester hier sind, warum gehst du eigentlich mit denen nicht nach Hause? Sag mal, willst du mich loswerden? Erzähl mir lieber, warum du so komische Hobbys hast. Reiten. Als ich klein war, da haben anständige Jungs noch Fußball gespielt. Die harmonische Familie, na wie schön. Nennt man wohl eher Patchwork-Familie. Hey. Papa, endlich, dann können wir Poker spielen. Na, wie geht's dir? Was? Du kannst pokern? Ey, sehe ich aus wie ein Mädchen oder was? Oh, sind brave Kinder anwesend? Guck mal, Hannes, der Weihnachtsmann. Du bist Kurt. Die Quadratlatschen, die kenne ich doch. Hannes, du kannst nicht einfach fremden Leuten an den Bärten ziehen. Jetzt stell dir mal vor, der wäre echt gewesen. Also zu meiner Zeit waren die Kinder noch nicht so. Was war das denn eben gerade für eine Nummer? Ich würde mal sagen, ein verzweifelter Versuch, dein wahres Alter zu ignorieren. Also, was ist jetzt mit Pokern? Wer macht mit? Kim hat sich immer noch nicht gemeldet. Sie ist auf Königsbrunn. Er ist zurück. Das hätten wir uns ja auch denken können. Anscheinend weiß sie jetzt, wo sie hingehört. Royal Flush. Kannst du mir mal erklären, warum der Kleine immer gewinnt? Na, weil er meinen Verstand geerbt hat. Ja, oder dein Talent zum Schummeln. Ich bin gleich wieder da. Wolf? Hallo Papa, ich bin's, Kim. Die Kim, die hier mal gewohnt hat. Und die auch total fies war. Es tut mir leid. Papa, du hast immer super auf uns aufgepasst, das wollte ich dir nur sagen. Kim, ihr drei Mädchen, ihr seid alles für mich.
Vergiss das nicht. Bleib so lange auf Königsbrunn, wie du meinst. Aber denk dran, du hast hier immer ein Zuhause. Danke, Papa. Ich hab dich lieb. Ich dich auch, Prinzessin. Tschüss. Hier bist du. Was ich vorhin gesagt habe, das tut mir leid. Du bist ja vollkommen von der Rolle. Leo, ich werde ihn nicht auch noch verlieren. Das wirst du nicht versprochen. Jetzt erzähl doch erstmal, was los ist. Du machst mir ja Angst. Die beiden gehen zusammen in die Kiste. Wer? Meine Mutter und dein Vater, die treiben's miteinander. Spinnst du, die sind doch Geschwister. Das hat die aber eben auch nicht gestört, Leo. Jetzt erzähl doch mal von ganz von vorn. Tu nicht immer so, als ob ich eine ansteckende Krankheit hätte. Dann hör auf, mich ständig anzufassen, Leo. Leo, du bist vielleicht meine Schwester. Das ist doch nicht dein Ernst. Das würde auf jeden Fall erklären, warum meine Mutter nie was über meinen Vater erzählt hat. Die ganzen Lügen, nie eine Antwort. Und warum? Jetzt komm mal wieder runter. Wo hast du denn den ganzen Quatsch her? Ich hab die beiden gesehen. Jan und meine Mutter. Das hast du bestimmt falsch verstanden. Die haben sich zum Abschied umarmt oder so. Halbnackt und in dem Bett von meinen Eltern, ja? Was? Leo, zwischen den beiden läuft was und wer weiß wie lange schon. Fass mich nicht an, ey. Der Meister im Schummeln, aber verlieren kann er nicht. Muss er auch nicht. Er ist schließlich ein Lahnstein. Ja, und ihr verliert nie, oder wie? Wir? Du gehörst jetzt auch dazu. Na, dann zeig mir doch mal, wie du diesen Zaubertrank zubereitest. Tja, also wie du siehst, ist das ein streng geheimes Familienrezept. Oh nein! Mach doch vielleicht schon mal die Milch warm. Ich schau grad mal nach. Ich wusste gar nicht, dass wir eine neue Verwalterin haben. Ich okkupiere das Büro zurzeit als Atelier. Sonja Jäger. Ich arbeite für Linie Clarisse Lahnstein. Ah, dann sind Sie die aufstrebende junge Designerin, die Tanjas lahme Linie ein bisschen frischen Wind einhauchen soll. Oh, Ansgar von Lahnstein, Geschäftsführer Lahnstein Enterprises. Ich weiß. Aber ich finde, so viel frischen Wind braucht das Label gar nicht. Naja, vielleicht endlich mal eine erfolgreiche Kollektion. Aber das sieht ja schon alles ziemlich vielversprechend aus. Danke. Ich lerne unsere Mitarbeiter gern persönlich kennen. Gehen wir essen? Täusche ich mich oder flirten Sie gerade mit mir? Nein, ich versuche nur ein bisschen die interne Kommunikation zu erleichtern. Danke. Aber darüber kann ich mich im Moment wirklich nicht beklagen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Bisschen marode, deinen Charme, findest du nicht? Sonja wird mir immer sympathischer. Vorsicht, Tanja. Wenn du diese Klitsche hier gegen die Wand fährst, erwarte nicht, dass ich dir da raushelfe. Und spätestens dann geht deine Designerin ohnehin mit mir essen. Ich habe da mal was vorbereitet. Danke. Wollen wir uns setzen? Wie machst du das nur? Dass du immer ganz genau weißt, was ich brauche. Normalerweise lese ich Gedanken, aber dieses Mal war es einfacher.
Ich habe gesehen, wie du ohne Jacke aus dem Schloss gerannt bist. Und dann habe ich den Gärtner gefragt und der hat mir verraten, wo du bist. Dann hast du bestimmt auch schon gehört, dass du den Weihnachtsmann zusammengestaucht hast. Der arme Herr Schiller. Hannes hat ihn auch schon abblitzen lassen. Ich erkenne mich selbst kaum wieder. Weißt du, ich habe einfach totale Angst, dass ich das alles nicht packe. Aber dass du für mich ins Gefängnis gegangen wärst, das werde ich dir nie vergessen. Ich liebe dich. Du bist der beste Freund, den ich habe. Und vielleicht bist du irgendwann mehr, aber ich kann mir im Moment einfach nicht vorstellen. Also ich wollte eigentlich auch nur sagen, egal was kommt, ich bin für dich da. Du bist nicht alleine. Timo! Warte! Wir haben dich überall gesucht. Was macht ihr denn hier? Ihr habt doch sicher was Besseres zu tun. Lass uns darüber reden. Darüber, dass ich euch erwischt habe? Nein, danke, kein Bedarf. Ich weiß, das ist schwer zu begreifen, aber bitte gib mir die Chance, das zu erklären. Damit du mir wieder irgendwelche Lügengeschichten auftischen kannst? Timo. Ey, du hältst deine Fresse, du blödes Arschloch. Du vögelst mit deiner Schwester und willst mir jetzt einen auf Beichtvater machen. Ihr seid beide der letzte Dreck. Hey. Timo! Hallo Leonie. Hast du meinen Vater gesehen? Ich hatte gehofft, ihn noch anzutreffen, aber er ist wohl schon abgereist, sagte Monsignor Matteo. Schön wär's. Was ist los? Was hast du auf dem Herzen? Timo hat mir erzählt, dass ich viel zu absurd, um überhaupt darüber zu reden. Es geht um Papa und Julia. Ja, was ist mit den beiden? Timo hat gesehen, dass die beiden sich irgendwie geküsst haben und so. Das ist doch absurd. Aber er ist sich ganz sicher und außerdem meinte er das. Ja, sag schon, es geht hier um meine Kinder. Timo ist sich jetzt ganz sicher, dass Jan sein Vater ist. Und außerdem glaubt er, dass das schon vor seiner Geburt lief und dass Julia deswegen die ganze Zeit gelogen hat. Der Junge hat hier eine blühende Fantasie. Ich muss unbedingt mal mit ihm reden. Dann stimmt es also nicht. Timo und ich, wir sind keine Geschwister. Das schwöre ich dir. Bei allem, was mir heilig ist. Na dann, los. Jan und ich, wir lieben uns. Das habe ich gesehen. Ich würde das aber ein bisschen anders nennen. Clarissa hat ja schon erzählt, dass wir nicht zusammen aufgewachsen sind. Und als wir uns das erste Mal begegnet sind, hatten wir keine Ahnung, dass wir Geschwister sind. Wir haben uns sofort verliebt, auf den ersten Blick, auch wenn das total kitschig klingt. Und als ihr es dann rausgefunden habt, habt ihr euch gedacht, ach Mensch, es macht so viel Spaß, dann machen wir gleich weiter. Wie bescheuert seid ihr denn? Das heute hätte nicht passieren dürfen. Wir wollten uns nur voneinander verabschieden. Jan verlässt Mallorca. Für immer. Ach, ich verstehe. Die gute alte Abschiedsnummer. Wie originell. Abgesehen davon, dass ihr Geschwister seid. Timo, bitte. Jan gehört zu meiner Vergangenheit, aber meine Gegenwart und meine Zukunft, das seid ihr. Du und Ricardo. Zumindest wünsche ich mir das mehr als alles andere. Das klingt nicht unbedingt überzeugend. Wenn du aussteigen willst, jetzt wäre der Moment. Alles klar. Hallo, das ist die Mailbox von Julia
Leider bin ich im Moment nicht zu erreichen, also hinterlasst mir eine Nachricht nach dem Piepton. Julia, hör zu. Ruf mich an, wenn du das hörst, okay? Okay. Ja, kein Problem. Ich stelle Sie dann in die Buchhaltung durch, ja? Wiederhören. Ah, Herr von Lahnstein, hätten Sie mal einen Moment für mich? Ja, dann setzen wir uns doch einen Moment. Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie Marlenes Fall übernommen haben. Bevor Sie jetzt weiterreden, ich unterliege immer noch der Schweigepflicht, auch wenn es hier um die Aussage Ihrer Tochter geht. Darum geht es mir nicht. Bitte passen Sie auf sie auf. Ich habe wirklich Angst um Marlene. Ich weiß, dass die nächste Zeit ein einziges Spießrutenlaufen für sie werden wird. Tja, das bleibt leider zu befürchten. Die Gerichtsverhandlung, die schmutzige Wäsche in der Presse. Mein Mann hat schon erzählt, dass die Befragung heute nicht sonderlich gut gelaufen ist. Marlene wird in nächster Zeit die familiäre Unterstützung dringend benötigen. Die hat sie. Aber wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, was ich für Marlene tun kann... Für Sie aussagen können Sie wohl schlecht. Ich würde alles für mein Kind tun, Herr von Lahnstein. Ich will nur, dass Sie das wissen. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen, Sie auf diesen Prozess vorzubereiten. Marlene hat so lange gebraucht, bis sie sich endlich zu dieser Anzeige durchgerungen hat. Jetzt wird sie die Sache auch hinter sich bringen, damit sie nicht ewig das Opfer bleibt. Weißt du eigentlich, wie oft ich aufwache und mir wünsche, das alles wäre nur ein Traum gewesen? Den Traum kenne ich, vergiss es. Stimmt. Du hast ja auch eine Menge durchgemacht. Aber vielleicht hilft's dir ja, wenn ich dir sage, dass es dich nicht uninteressanter macht. Du hast mir schon Schlimmeres gesagt. Vielleicht ist es kein Trost für dich, aber egal, was du gerade durchmachst, du wirst stärker davon. Das ist wie mit den Lebensringen bei den Bäumen. Du bekommst jetzt einfach ein paar mehr und irgendwann machen sie dich unbesiegbar. Unbesiegbar klingt richtig toll. Machen Sie das Ding aus! Sofort ausmachen! Dieses Geräusch. Plötzlich ist alles wieder da. Marlene, alles wird gut. Marlene, so kann das nicht weitergehen. Deshalb bin ich ja auch zur Polizei gegangen. Das meine ich nicht. Du musst etwas gegen deine Panikattacken unternehmen. Die fressen dich auf. Ach, so oft kommen die jetzt auch nicht vor. Ich weiß doch, was mit dir los ist. Solange du die Angst in dir drin einschließt, wirst du sie niemals loswerden. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Aber kann ich denn nicht eins nach dem anderen machen? Erst den Prozess und dann den Rest? Angst kann man nur besiegen, indem man sich ihr stellt. Vergiss das nicht. Diese Zimtsterne sind der Hammer. Schade, dass mir schon fast schlecht ist. Ich erwähnt, dass ich als Kind mal Frau Linse einen Heiratsantrag gemacht habe, wegen der Zimtsterne. Hätte ich mal besser ja gesagt, dann stände ich jetzt nicht mehr am Herd. Ja, Frau Linse, irgendwann frage ich Sie noch mal, eigentlich sind Sie die Liebe meines Lebens. Herr Wolf, wie kann ich Ihnen helfen? Lass gut sein, Justus. Du weißt übrigens genau, dass ich Thomas heiße. Wo finde ich meine Tochter? Die Dame befindet sich in der Küche. Soll ich sie anmelden? Nicht nötig. Wie läuft das eigentlich bei euch mit der Bescherung? Vater hat immer früher einen großen Zauber um das Ganze veranstaltet. Wir Kinder durften in den Weihnachtstagen nicht mal in die Nähe des Bescherungszimmers. Und heute? Von den meisten Traditionen haben wir uns so ein bisschen verabschiedet. Wir sind ja nicht gerade das, was man eine intakte Familie nennt. Aber dieses Jahr mit dir und Hannes könnte ich mir vorstellen, dass das wieder ganz anders wird. Oh. Hallo. Ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht. Schön, dass du extra deswegen vorbeigekommen bist. Tja. Danke. Ja, dann grüß mir alle. Mach ich. Mach ich gern. Das war aber ein kurzer Besuch, Herr Wolf.
Lass gut sein, Pinguin. Papa! Wenn ich ein paar Tage hier bleibe, das heißt nicht, dass ich mich für oder gegen jemanden entscheide. Außerdem steht dir ganz gut so ein Schloss, meine Prinzessin. Ich möchte einfach den anderen Teil meiner Familie kennenlernen. Kannst du das verstehen? Natürlich. Timo, du fährst viel zu schnell! Sag mal, willst du uns umbringen? Weißt du, was ich mir wünsche? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass du nur einmal ehrlich zu mir bist. Ich bin ehrlich. Ach ja, dann sag mir sofort, ob dein Bruder mein Vater ist. Was? Nein, natürlich nicht. Ich meine, es passt ja alles super zusammen. Erst ist Ricardo mein Vater, dann ist es der geheimnisvolle Unbekannte und dann auf einmal erwische ich dich mit Jan in der Kiste. Was soll ich noch glauben, hä? Ich weiß, ich habe aufgelogen über Jan und unsere Vergangenheit, aber eins musst du mir glauben, Jan ist nicht dein Vater. Wenn er es nicht ist, wer ist es dann? Verdammt nochmal, sag's mir endlich! Ich weiß, dass ich die Menschen verletze und auf Unverständnis stoße. Nicht nur bei denen, die ich liebe, sondern auch bei dir! Ich wollte es niemals! Aber eine Liebe, die so stark ist, die kann doch nicht falsch sein! Alles klar. Du hast es so gewollt. Dabei ist mir alles scheißegal. Dein Vater ist Tim Sander! Timo! Du bringst uns um! To your heart.